Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Heute reden wir über 3 Übungen für die Achtsamkeit. Natürlich gibt es sehr viel mehr als diese paar, die wir in diesem Video betrachten. In späteren Videos sprechen wir über weitere Übungen. Zuerst müssen wir fragen, was Achtsamkeit überhaupt ist, beziehungsweise was der Unterschied zwischen Achtsamkeit und Konzentration ist. Bei der Konzentration ist die Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder eine Idee gerichtet. Man kann sagen, Konzentration ist etwa so, als würde man geistige Scheuklappen aufsetzen. Achtsamkeit auf der anderen Seite ist, wenn man die Aufmerksamkeit auf ein möglichst großes Feld der Wahrnehmung richtet. Im Idealfall erreicht man eine umfassende, klare und hellwache Offenheit für alles, was man wahrnehmen kann. Man kann sagen, es ist die Schwelle zwischen Konzentration und dem Zustand, wenn man den Geist schweifen lässt. Für was ist nun Achtsamkeit gut? Natürlich ist sie für das Alltagsleben gut. Wir müssen nur an den Straßenverkehr denken. Außerdem halte ich sie für nützlich, wenn man Themen betrachtet wie das luzide Träumen. Wenn man sich eines Traumes bewusst wird, kann eine spontane Konzentration bewirken, dass man aufwacht. Hier kann es hilfreicher sein, im Traum achtsam zu werden. Über das Träumen sprechen wir noch in späteren Videos. Da die Übungen in diesem Video für das Träumen nützlich sein sollen, schauen wir uns Übungen an, die ähnlich zu Dingen sind, die wir in Träumen häufig machen. Also starten wir mit Gehen. Das ist ein guter Start in das Thema, da man seine Achtsamkeit mit jedem Schritt und jedem Atemzug erneuern kann. Wenn du diese Übung beginnst, denke nicht über Dinge nach, die geschehen sind oder was du machen möchtest. Sei nur in diesem Moment an diesem Platz. Es kann hilfreich sein, ein wenig langsamer als gewöhnlich zu gehen. Nun nimm die Dinge wahr, die du siehst. Erweitere den Bereich, den du siehst, so weit wie möglich. Sieh alles auf einmal. Achte auf Veränderungen. Als nächstes mache das Gleiche mit den Dingen, die du hörst, ohne deine Sicht zu vernachlässigen. Nimm alles wahr, was du hören kannst. Lausche jedem Geräusch, fühle jedes Geräusch. Und wieder achte auf Veränderungen, zum Beispiel die Vögel, die aufhören zu singen, wenn ein Auto vorbeifährt. Gehe weiter zu den Dingen, die du riechen kannst, fühlen und schmecken, ohne die Sinneseindrücke zu vernachlässigen, die du bereits wahrnimmst. Gib dein Bestes und beobachte alles auf einmal, mit jedem Sinn. Du wirst feststellen, dass es einen Punkt gibt, an dem deine Gedanken automatisch stoppen. Natürlich ist es etwas kompliziert, diesen Zustand zu erreichen. Wäre eine Übung zu leicht, würde man nicht viel durch sie lernen. Wenn du bemerkst, dass du deinen Fokus verlierst, beginne einfach von vorn. Die zweite Übung ist etwas wie die bekannte Welt neu zu entdecken. Nimm eine Alltagssituation, zum Beispiel wenn du eine Pizza isst. Beobachte, wie die Pizza aussieht. Welche Formen siehst du? Welche Zutaten kannst du erkennen? Rieche sie. Welche Aromen kannst du erkennen? Spüre die Wärme, die von der Pizza ausgeht. Wenn du deine Gabel und Messer nimmst, spüre die Struktur der Griffe. Wie warm fühlen sie sich an? Beobachte die Form der Werkzeuge. Wie sehen sie aus? Wenn du das machst, bevor du den ersten Bissen nimmst, ist wahrscheinlich die Pizza kalt genug, um sie zu essen. Nun kannst du den Geschmack beobachten. Sei dir jeden Bissens bewusst, den du machst. Diese Übung ist in vielen Situationen möglich. Die dritte Übung ist, den Tag Revue passieren zu lassen. Offensichtlich ist eine gute Zeit dafür der Abend. Erinnere dich an so viele Dinge, wie du kannst. Was hast du gemacht? Wie hast du diese Dinge gemacht? Wer war bei dir? Erinnere dich an so viele Details wie möglich. Was hast du wahrgenommen und wie hast du dich gefühlt? Du siehst, diese 3 Übungen sind nur Techniken. Das Prinzip ist einfach. Es ist so viel wie möglich, so bewusst wie möglich wahrzunehmen und Veränderungen zu beachten.